Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Das ist lebensgefährlich. Mach mal weiter. Wer schmeißt eine Leiter auf die Autobahn? Somebody lost a letter because it did not secure properly. Yes. And this guy who did this is responsible for that. Yes, He could have killed people. Tag 3. Wir stehen in Amsterdam und heute wäre eigentlich der geilste Tag der Tour gewesen, weil wir durch unser Land gefahren wären, durch Deutschland. Mit 100 Gumball-Autos hätten wir gerne die Emotionen heute mit euch geteilt. Aber uns wurde klipp und klar gesagt, allen Fahrern aus aller Welt, don't go through Germany, fahrt nicht durch Deutschland. Police will ja, das war die klare Aussage an alle. 100 Autos wurde gesagt, fahrt nicht durch Deutschland. 5 werden es heute doch machen. Und zwar sind wir das. Wenn es euch Freude bereitet, dass wir den Gumball komplett für euch mitfilmen, dann Leute, bitte abonniert den Channel, teilt die Inhalte, liked den Inhalt, kommentiert, was euch gefällt, lasst uns aber auch Verbesserungsvorschläge da. Wir sind für alles offen. Die Reise unseres Lebens, ihr seid dabei. Zuletzt, als wir in Belgien mit DDI getankt haben, waren wir bei 197 Liter. Und in Amsterdam, kurz vorm Hotel, haben wir nochmal getankt, um heute in Ruhe durchzufahren, waren wir bei 42 Liter. 42 bis 197 macht 239 Liter. Also wir haben bislang 6 Tankstopps hinter uns und 239 Liter getankt, wenn wir uns nicht verrechnet haben. Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Mitten auf der Autobahn hat irgendein LKW eine gesamte Leiter verloren. Wir konnten nicht ausweichen. Ich hätte weder nach links noch nach rechts ausweichen können. Aber mitten auf der Autobahn lag eine Leiter. Mitten auf der Autobahn lag eine Leiter. Eine Leiter. Ich hätte wäre ich nach links oder rechts ausgeweicht, hätte ich die mit irgendeinem Reifen überfahren und wir wären komplett eskaliert. Ihr seht's, wer schmeißt eine Leiter auf die Autobahn? Der Schaden geht komplett auf uns. Leute, das gibt's nicht. Das ist lebensgefährlich. Mach mal weiter. Stopp. Die hat sich da unten verteilt. Genau, aber hängt da so. Drück auf keinen Fall was. Wenn der runtergeht, dann... Nein, Lift hoch. Der ist oben. Sieht hoch. Ja, der muss oben sein, ja. Nein. Dreh mal, genau. Ja. Ja, das sind locker 200.000, 300.000 Euro Schaden aus der eigenen Tasche. Wir sind jetzt hier an der Tankstelle raus. Die ganze Crew hat natürlich sofort reagiert. Alle sind rechts rangefahren, alle sind zu uns geil. Ich war das vorderste Fahrzeug in der Kolonne. Vor uns hat ein Auto plötzlich eine Leiter verloren und dann lag die Leiter auf der Fahrbahn. Wäre ich nach rechts gezogen, wäre ich mit dem linken Rad drüber gezogen. Wäre ich nach links gezogen, wäre ich mit dem rechten Rad über die Leiter. So ist sie direkt mittig drunter und hat sich dann verkeilt. Ey, was soll ich euch sagen? Guck mal, wir haben gerade mal Tag 3 und wie das Auto jetzt aussieht. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Allen geht's gut. So I'm asking if there's any highway camera which could show us which car lost the letter because somebody is responsible for that. Ah, yes. And where is she now? Throw it away. Okay. Somebody lost the letter in the middle of the Do you highway. have a number plate? Or no, from No, I don't know who it was. Maybe there's a guy that say, I lost my ladder on the highway. Nobody will ask for his letter. Leute, ich will gerade ein Gespräch mit dem Polizisten, der sagt zu mir, ja, wenn jemand anruft und sagt, dass er seine Leiter verloren hat, dann wissen wir ja, wer es war. Ja klar, weil ja jemand anruft und sagt, dass er seine Leiter verloren hat. Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert, aber ihr könnt euch vorstellen, die Laune ist gegenwärtig im Keller. Yeah, all I'm saying is somebody lost the letter because it did not secure properly. Yes. And this guy who did this is responsible for that. Yes, He I know. could have killed people.
Leute, eine Tour fordert ihre Opfer. Wir zeigen Einsatz, wir zeigen Stärke. Klar rechnen wir auch schon im Vorfeld damit, dass mal was passieren kann. Ich meine, denkt dran, gestern im Video ist dem Gründer vom Gumball, dem Max, das Gleiche passiert. Ne? Der hat sich ja auch die Frontklipper kaputt gemacht. Parallel habe ich jetzt mitbekommen, ihr habt es ja gestern noch in meinem Video gesehen, dass beim DDE das Auto kaputt in der Garage unten stand. Da war wohl die Batterie tot, haben sie angenommen. Everything fine with your car? The battery is dead. So Battery is there? Really? changing it for a new one. Die haben die Batterie gewechselt, sind losgefahren. Jetzt kamen Bilder in der WhatsApp-Gruppe, die sind schon wieder stehen geblieben. Es ist wohl nicht die Batterie. Es muss ein größeres Problem am Wagen vom DDE sein. Das passiert, wenn du 5000 Kilometer vorhast, quer durch Europa zu fahren mit sensiblen Supercars und Hypercars. Aber das macht auch den Reiz der Tour aus. So Leute, wir sind jetzt in der Nähe von Prüm, so heißt der Ort, glaube ich. Ja, so langsam legt sich der ganze Schock, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir waren vorhin erstmal unheimlich unter Schock, wir waren angespannt, wir waren schockiert, wir wussten auch nicht, was ist passiert. Also ist jetzt Gott sei Dank nur die Lippe hier kaputt. Der Grill ist heil geblieben, wie wir sehen. Das vordere Stück von der Leiter, das breiteste Stück auch, hat sich direkt hier am Anfang verhakt. Und wir haben dann ja auch relativ schnell reagiert. Wir haben mittlerweile auch schon mit Bugatti gesprochen. Die Kosten für den Schaden belaufen sich nicht, wie ich vorhin angenommen hatte, in astronomische Summen, sondern der Kosten für den Schaden. Für eine neue Lippe, die kommt dann runter und dann kommt es wieder dran, liegt dann so bei 10.000, 15.000 Euro. Das Schöne ist auch, das Auto ist weiterhin unfallfrei. Es war ja kein Unfall, sondern wir sind über eine Leiter gefahren. Trotzdem, das sind halt Dinge, die passieren, wenn du 5000 Kilometer quer durch Europa fährst. Wir fahren Gumball, wir geben nicht auf, wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Solange das Auto fährt, werden wir auch weiterfahren, unermüdlich, bis wir in Porto Montenegro ankommen. Also, wir sind jetzt hier, wir kriegen jetzt von der Werkstatt hier in Prüm Hilfe. Das ist ganz cool, wir dürfen hier auch die Ausstattung alles nutzen. Was wir machen werden hier vor Ort ist erstmal nur nochmal die Lippe, alles was übersteht, wegknipsen quasi. Und dann fahren wir weiter. Und ja, die neue Lippe ist auch bestellt, die kommt dann nach dem Gumball drauf. Jetzt können wir die Lippe wenigstens richtig kaputt machen und keiner braucht sich mehr Gedanken über das Aufsetzen zu machen. Wenn wir jetzt fertig sind, geht es nach Verbier weiter. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Nächster Zwischenstopp ist erstmal ein Kloster in Frankreich. Nach hunderten Kilometern und unzähligen Stunden ist man irgendwann eins mit dem Auto. Ich kann nicht mehr sagen, ob ich das Auto fahre oder das Auto mich fährt, aber es geht gut voran. Rechts abbiegen in die Straße Route Magny-Vernois. Ihr habt es gehört, in 250 Metern scharf rechts abbiegen in die Route Magny-Vernois. Wir sind irgendwo in Frankreich. Serkan am Steuer des Urus Performante. Was ist los? Warum stehen wir? Okay. Haben wir die Ausfahrt verpasst oder hat die Ausfahrt uns verpasst? Die Ausfahrt hat uns verpasst, oder? Hier nochmal ein Blick auf unsere Motorhaube. Also, Leute, hier haben wir angefangen. Dann ging es hier so runter nach London. Dann war hier der Tunnel. Dann sind wir hier rüber nach Frankreich. Dann waren wir hier in Brügge und haben uns hart gefeiert, hier irgendwo. Dann waren wir in Amsterdam heute Morgen. Dann sind wir weitergefahren. Ungefähr hier lag die Leiter, die wir überfahren haben. Und jetzt müssten wir ungefähr mittlerweile hier sein, auf dem Weg hierher. Wir kommen ja bald an in nur noch 2 Stunden. Scheiße. Also wenn wir 2 Stunden jetzt noch weiterfahren, dann sind wir heute insgesamt 14 Stunden unterwegs gewesen. Wow, also Leute, ich kann nicht mehr als einen halben Meter ran. Deshalb probieren wir ja an der Ampel nie hinterm SVJ zu stehen. Es macht so viel Hitze, ich habe jetzt mal hier so ein Stöckchen gefunden und wir probieren es anzuzünden.
Tankstelle ein paar Würstchen holen und grillen. Krass! Krass! Ich will echt nur noch ins Bett. So ein krasser Tag. Ich kann mich selten in meinem Leben daran erinnern, so extrem unter Belastung gestanden zu sein, wie an diesem Gumball-Tag. Wenn ihr euch erinnert, ich bin ja ganz früh morgens schon tot aufgestanden. Jetzt bin ich toter. So Leute, kurz vorm Ziel tanken wir nochmal das Auto auf, damit es morgen früh auch wieder mit Vollgas losgehen kann. Gumballen kann auch wirklich anstrengend sein. Ne? Es ist nicht dieses luxuriöse Schickimicki, wir fahren 2-3 Stunden. Also wir ballern richtig. Ich esse seit 4 Tagen kaum was. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur von Chateaubriand und Filet Mignon leben auf der Tour. Ein einziges Mal gab es ein Steakhouse. Ansonsten Frühstück skippe ich immer, weil ich versuche, so lange wie möglich zu schlafen. Mittags und abends sind wir im Prinzip nur am Ballern und fahren. Die anderen nutzen halt auch mal die Zeit für einen Essensstopp oder was auch immer. Wir müssen Content produzieren für euch, aber wir wollen die Jungs ja dann auch nicht auf uns warten lassen. Das heißt, wir essen dann einfach nichts. Oder greifen uns dann halt irgendwas in der Tankstelle, dass wir dann im Auto essen. Was soll man denn essen? Ein Eis? Will jemand noch ein Eis? Cool Lemon, das hat viel weniger Kalorien. Wir müssen ja auf die Linie achten vor der Kamera. Geil, geil, geil. Hey, hey, hey. Where are you from? Sweden. Sweden? Yeah. So you're gumballing? with us? Yeah. It's definitely Yep. fantastic. First time around, but a little bit tired, but excited. It's extreme. Yeah, It's extreme. How you doing? I'm Doing dying. good. We had this accident with the ladder. We found a ladder on the way, on the Yeah, I highway. saw it in the WhatsApp group. Is Oh, somebody wow. missing his ladder? Because we found it. Yeah. I took it with me for like half a mile. Anyway, we are gumballing. So everything is cool with the car. Yeah, it's okay. It's just It's just yeah. Kurz vorm Ziel fängt es an, nochmal richtig aus Eimern zu schütten. Aber egal. Wir machen weiter. Wir sind in ein paar Minuten endlich da. So spät und die Leute sind extra gekommen, um die Autos zu sehen. Hey guys! Hey, can you rev it? $15 hours of driving finally arrived. We are happy to be here. Zimmer 408, das ist meins. Ist echt nice. Jetzt aber. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh weiter.